Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel. Und wir sind heute bei fantastischem Wetter bei Ruhlamarkt im Thüringer Wald. Es ist klapperkalt. Lass es uns drin machen. Ruhlamarkt beschäftigt sich schon seit 1991 mit Sondermaschinenbau, Automation und Montagetechnik. Heute, genau 30 Jahre später, beschäftigt das Unternehmen mehr als 1200 Mitarbeiter und ist ein echter Hidden Champion aus dem Herzen der Republik. Spezialisiert ist man auf die Personalisierung von Ausweisdokumenten und Verpackungstechnik. Aber auch im Bereich der Medizintechnik spielt dieses Unternehmen eine ganz besondere Rolle. Ruhlamarkt-Anlagen sind über den gesamten Globus verteilt. Aber was hat Ruhlamarkt mit FFP2-Masken zu tun? Corona hat Deutschland leider immer noch fest im Griff. Auch wenn Sie dieses Video erst Mitte April sehen werden, wir haben jetzt Anfang Februar und wir befinden uns mitten im Lockdown. Leider gibt es immer noch Menschen, die Corona für eine Verschwörung oder für einen Mythos halten. Frank und ich sehen das nicht so. Unbestritten für uns ist, dass eine FFP2-Maske einen besseren Schutz bietet als zum Beispiel ein normaler textiler Mund-Nasenschutz oder eine einfache OP-Maske. Der Bedarf dieser Schutzausrüstung, insbesondere für unsere Pflegekräfte, Rettungskräfte wie auch den normalen Bürger, ist gegebener denn je. Die Herausforderung? Die Herstellung eines solchen Low-Cost-Produktes und auch deren Produktionsmaschinen sind seit vielen Jahren in asiatischer Hand. Ruhlamarkt hat diesen Bedarf erkannt und eine leistungsfähige Maschine entwickelt und konstruiert, die hier am Standort gefertigt wird. Dies bietet die Grundlage, FFP2-Maskenproduktion überhaupt nach Deutschland zurückzuholen. Um die hohen Ansprüche einer CE-zertifizierten Maske umsetzen zu können, setzt Ruhlamarkt, wie auch andere Maschinenhersteller in dem Segment, auf Reajet-Kennzeichnungstechnik. Hier am Standort werden die Anlagen, wie gesagt, gebaut und wir verfügen über ein Technikum, um die Anlagen final in Betrieb zu nehmen. Wie die FFP2-Maskenproduktion funktioniert und worauf zu achten ist, das schauen wir uns jetzt an. Wir sind jetzt in der Montagehalle von Ruhlamarkt. Hier werden die Hightech-Maschinen hergestellt, über die wir heute sprechen möchten. Hallo Erik. Hallo. Erik, was ist deine Aufgabe bei Ruhlamarkt? Ich arbeite im Vertrieb und bin dafür zuständig, die Maskenmaschinen zu verkaufen. FFP2 ist im Moment ja in aller Munde. Aber was genau bedeutet FFP2? Genau. Das FFP steht für Filtering Phase Piece. Die 2, in dem Fall, dass 6% der Aerosole und Partikel mit einer Maximalgröße von 0,6 Mikrometer gefiltert werden müssen. Und die Maske dürfen eine Maximalleckage von 11% aufweisen. Jetzt habe ich gelesen, dass bei der Herstellung einer solchen Maske verschiedene Fließstoffe verwendet werden. Welche Qualitätsmerkmale gibt es denn da? Genau, also unsere Kunden setzen verschiedenste Materialien ein, 3 bis 6 verschiedene Schichten, aber das können wir uns direkt an der Anlage mal anschauen. So, hier sind wir im Eingangsbereich der Anlage, wo die verschiedenen Fliese abgespult werden. Zum einen die Faserfliese, Spinnfliese, aber natürlich auch das Herzstück des Meltblauen, was ein Kunstfaservlies ist, statisch aufgeladen ist und dafür verantwortlich ist, die Partikel und Aerosole zu filtern.
Zur fertigen Maske fehlt natürlich noch ein bisschen was. Wie viele Masken könnt ihr denn mit dieser Anlage am Tag fertigen? Also mit unserer Anlage können wir ca. 40 Masken pro Minute fertigen, was bedeutet in einem Dreischichtsystem ca. 50.000 Masken pro Tag. Und was unterscheidet jetzt das Qualitätsprodukt Made in Germany gegenüber der sogenannten Asia-Ware, die ja oft sehr teuer im Handel angeboten wird? Genau. Also ganz wichtig ist, dass gerade das meltblauen Material, das Filtervlies, durch zertifizierte Behörden getestet wird auf ihre Filtrationsleistung. Und natürlich auch die Herstellorte, die ihre Qualitätsansprüche Herr werden wollen. Zertifizierung, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warum? Also zum Beispiel die DEKRA in Deutschland prüft natürlich dann die Filterleistung, Sitz der Maske, Leckage, Verformbarkeit des Nasenbügels, aber auch natürlich die Kennzeichnung spielt eine ganz große Rolle. Kennzeichnung sehe ich jetzt hier in dem Bereich noch nicht. Die können wir uns gerne mal im nächsten Modul gemeinsam anschauen. Erik, warum ist denn die Kennzeichnung jetzt so wichtig? Also ganz wichtig ist, dass der Kunde die Kennzeichnung klar lesen kann. Eine gute Schwärzung, große Buchstaben, ca. 6 mm, ganz sauber gedruckt muss es sein. Und warum hat sich Hulamart für ReaJet entschieden? ReaJet ist ein langjähriger Lieferant von uns. Wir konnten das System schnell integrieren, kurze Lieferzeiten. ReaJet ist sehr flexibel und die Integration ging schnell von Hand. Außerdem verfügt ReaJet über die geeigneten, zertifizierten Tinten, die in der Maskenproduktion wichtig sind. Wie ist denn Hulamart als Sondermaschinenbauer in dieses Maskenthema reingekommen? Also auch wir, die Firma Hulamart, hatte 2019, 2020 gemerkt, dass die Auftragssituation zurückgegangen ist und wir mussten natürlich handeln. Unsere Tochter in China hatte das Maschinenkonzept schon fertig und wir mussten es nur noch optimieren und auf einen deutschen oder europäischen Maschinenstandard bringen. Kurz nach den ersten Angeboten haben wir auch gemerkt, dass es sofort sehr gut ankam auf dem Markt. Abschließende Frage für mich als Konsument. Worauf muss ich achten, wenn ich für mich FFP2-Masken beschaffen möchte? Also ganz, ganz wichtig, sind wir wieder bei der Kennzeichnung. Das CE-Zeichen ist ganz wichtig. Direkt dahinter oder darunter muss eine vierstellige Prüfnummer stehen, zum Beispiel 0158, was für DEKRA steht, in Deutschland zertifiziert. Eine EN-Prüfnummer und natürlich auch der Hersteller, ganz wichtig. Danke, Erik. Ich denke, jetzt können wir die Anlage wieder anmachen. Genau. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht ein spannender Tag zu Ende. Die Corona-Pandemie hat Deutschland gezeigt, dass wir als Industrienation tatsächlich in extremer Abhängigkeit zu Niedriglohnländern stehen. Aber pfiffige Maschinenbauer wie Hulamart haben dies erkannt. Übrigens als einer der ersten und haben ihre Produktion in Richtung Schutzausrüstung ausgerichtet. Auch ReaJet hat die Bedürfnisse und die neuen Anforderungen unserer Kunden erkannt. Hulamart gab uns eine Kennzeichnungsaufgabe. Wir haben eine Lösung entwickelt und haben diese quasi out of the box geliefert. Wir sind Vollsortimentanbieter in der Kennzeichnung mit Sitz in Deutschland. Wir haben die Hardware- und Softwarekompetenz hinaus, was uns ermöglicht, auf solche Anforderungen sehr flexibel zu reagieren. Wir tun das, weil wir es wollen und auch, weil wir es können. Wenn auch Sie neue Kennzeichnungsanforderungen vor der Brust haben, kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei. Und das hier, das bringt leider gar nichts. Wir sagen Danke und auf Wiedersehen. Bleiben Sie bitte gesund und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.